Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem Cash Shop Update und dem neuen Wochenend-Event und einer Info zu dem Wochenend-Event. Auf jeden Fall hat Scala schon wieder getan, und zwar haben wir im Item Shop wieder zweimal Skins, die bereits schon mal im Cash Shop waren. Diesmal sind es aber keine Waffen-Skin-Boxen, sondern Speed-Skins. Also wir hatten jetzt ja vom 16. Clockwork-Skinbox, dann 17. Reaper-Skinbox, 18. war Ice Crown Weapon-Skinbox. Und jetzt haben wir von 19. bis 21. April, also quasi fast die ganze Woche, mehr oder weniger die ganze Zeit Skinbox im Angebot, haben jetzt die Japanese Uniform Lucky Box und AI Frog Lucky Box für, also zum Kaufen einfach. Und das sind halt einfach Speed-Sets. Das eine ist, also Japanese Uniform, wer das nicht weiß, oder falls ihr es schon mal gesehen habt und euch gewundert habt, was das für ein Set ist. Das ist ein Demon Slayer, quasi Copy-Paste, mehr oder weniger. Und AI Frog, naja, das ist einfach ein Frosch-CS-Set, das meiner Meinung nach nicht so geil aussieht, aber egal. Auf jeden Fall nur für die Info, dass ja, diese Skins jetzt gerade zusätzlich im Cash-Shop sind. Nicht, dass ihr da auch gescampt werdet, weil es laufen jetzt halt ein paar Leute rum, die Skinboxen schon zu sehr erhöhten Preisen kaufen, obwohl sie ja jetzt erst im Cash-Shop waren. Was ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass sie ein bisschen günstiger sind. Whatever, nur als Scam-Warnung. Nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, Japanese Uniform, das ist ja schon uralt, muss jetzt 500 Mio zahlen. Also ich weiß es nicht, was es wert ist, aber es ist zumindest jetzt aktuell im Cash-Shop, also sollte es eher günstiger sein und als teurer. Und ja. Und ist halt grundsätzlich, wie gesagt, jetzt echt schwierig. Also meine Idee war ja, so ein bisschen in Skins zu investieren. Und also wenn man einfach nicht weiß, was man aktuell mit seinem Geld machen soll, und dann wartet man einfach, bis die Skins ein bisschen älter werden. Und wenn jemand das dann unbedingt haben will, dann zahlt er dir halt ein bisschen Aufpreis zu dem, was du damals bezahlt hast. Und dann ist das halt einfach eine kluge Geldinvestition, eine kluge Geldanlage, wo man eher Geld verdient als Geld verliert. Jetzt allerdings bin ich der Meinung, also das ist jetzt klar diese eine Woche, wo jetzt so viele Sachen im Cash-Shop kommen, aber es ist ja nicht das erste Mal. Sie haben es schon öfter gemacht, dass sie Skinboxen wieder in den Cash-Shop backen, sowohl mit Waffen-Skinboxen als auch mit den Speed-Sets. Und so allmählich kriege ich das Gefühl, dass das doch eher eine schlechte Investition ist. Also ich würde euch persönlich eher davon abraten. Also es gibt halt natürlich Ausnahmen. Es gibt natürlich Skins, die so beliebt sind, dass man sie fast eine Woche später schon mit extremem Gewinn verkaufen kann. Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel Clockworks Weapon Skinbox oder vielleicht sogar das aktuelle Shadowhunter CS-Set. Also es gibt ein paar Ausnahmen davon. Aber so generell würde ich tatsächlich sagen, Valentine's Weapon Skinbox, Heartbreaker Skinbox und so, sollte man wahrscheinlich wirklich nur so viele kaufen, wie man selber wahrscheinlich haben will. Und nicht zu viel. Nicht, dass man dann halt quasi auf, wie ich jetzt zum Beispiel, auf bis zu 20.000 F-Coin in Form von ja, Skinboxen hockt, die dann mehr oder weniger echt genauso viel wert sind, wie als man sie gekauft hat, und man sich dann einfach nur ewig abmüht, sein Geld einfach nur wieder zurückzubekommen, also sein Geld in Form von Penya zurückzubekommen. Und deswegen sollte man da wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie viel und wann man wo rein investiert. Weil Gala kann offensichtlich jederzeit einfach eine Cash-Up-Aktion starten, ohne große Ankündigung, einfach von jetzt auf gleich, wo solche Sachen halt wieder in den Cash-Up kommen und man dann halt mehr oder weniger ein bisschen, naja, seine Investitionen ein bisschen kaputt gemacht wird und man mehr oder weniger seinen Plan, seine Finanzen von Gala einen Strich durch die Rechnung mal gemacht bekommt, und das ist halt irgendwie schon schwierig. Klar, ich will mich nicht beschweren, wie gesagt, ich meine, dass das passiert, war von Anfang an klar, dass das passieren kann. Aber ein gewisses Risiko hat man ja immer, wenn man irgendwo rein investiert. Aber das ist einfach ein bisschen ärgerlich, finde ich. Aber gut. Und dann das Dungeon Boss Boost Event läuft dieses Wochenende noch bis Sonntag 23:59 Uhr. Und hier habt ihr eine 20% erhöhte Drop-Chance von Dungeon Boss Monstern. Und das bezieht sich auf alle Boss Monster. Also ich habe extra nochmal nachgefragt, um ganz sicher zu gehen. Also es zählt auch für Clockworks, Meteonica, Red Meteonica und natürlich für alle Instanz-Dungeon Bosse, wie zum Beispiel Envy Depths, The Wilds, der Cursed Dungeon und so weiter. Also für alle Dungeon-Bosse zählt das im Endeffekt, aber halt auch nur für die Dungeon-Bosse. Also auch nicht verwechseln, nicht mit einem Dungeon-Drop-Event, was ich persönlich fast ein bisschen cooler fände. Aber zumindest alle Dungeon-Boss-Monster. Und ja, das heißt, dieses Wochenende würde es sich wahrscheinlich lohnen, ein paar Bosse zu farmen. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.